Ja, hallo, willkommen. Ich bin Thomas Buhl und ich möchte Ihnen zeigen, wie man in R schöne Tabellen raus, also schön noch nicht, aber wie man Tabellen überhaupt rausbekommt. Ich bin nämlich früher, habe ich viel mit SPSS gearbeitet und da war es klar, man hat einen Datensatz, man tippt ein paar Befehle ein und dann kommt eine schöne Tabelle raus. Die hat man dann genommen und nach Word reinkopiert oder so über den Zwischenspeicher. Und das ist aber nicht mehr ganz zeitgemäß und das funktioniert auch in R ein bisschen anders. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier RStudio. Das ist ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn man von SPSS kommt, dann ist man das auch gewöhnt, dass man vieles einfach so auswählen und anklicken kann und angezeigt bekommt. Deswegen würde ich empfehlen, tatsächlich auch mit RStudio zu arbeiten. Hier gibt es verschiedene Fenster. Dieses hier ist hier rechts oben ist die Umgebung, da ist im Moment noch nicht viel drin. Dann hier kann man sich zum Beispiel verschiedene Pakete anzeigen lassen. Das ist in R so, dass verschiedene Funktionen in verschiedene Pakete eingeteilt sind, die man dann auch entsprechend aufrufen muss. Ist jetzt aber erstmal nicht so entscheidend. So, was jetzt hier für uns wichtig ist, ist erstmal im Moment hier das linke Fenster. Hier habe ich schon mal eine Datei vorbereitet, die hat die Endung R. Das ist einfach eine ganz normale Textdatei und hier in RStudio werden verschiedene Sachen farblich so ein bisschen unterschiedlich markiert, je nachdem, was sie bedeuten. Wenn hier so ein Leiterchen steht, dann ist das ein Kommentar, wird hier in dem Fall jetzt grün dargestellt. Ich habe mir das angewöhnt, in der Datei oben immer reinzuschreiben, worum es geht. Also hier zum Beispiel geht es darum, Tabellen in R und RMD mit Nitter unter RStudio zu erstellen. Ein kleines Beispiel. Da schreibt man immer für mich dazu, wer das gemacht hat, weil ich auch mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite und von wann das ist. Ne? Das ist jetzt dem Programm erstmal egal. Für mich ist das aber wichtig, das in der Datei mitzuspeichern. So, das nächste, was ich mache, hier sieht man wieder, das sind durch das Leiterchen wieder markierte Kommentare, das ist dem Programm auch egal. Das nächste, was ich mache, ist erstmal die ganze Umgebung leeren. Ist jetzt natürlich Quatsch, weil die ist eh leer. Trotzdem kann ich an dem Beispiel mal zeigen, wie man einen Befehl ausführen kann. Das geht nämlich relativ einfach. Man braucht nur den Cursor in der Befehlszeile zu haben und kann dann hier oben auf Run drücken und dann passiert was. So, da passiert zweierlei. Das sieht man ja nicht, weil der war vorher schon leer. Das wäre jetzt hier alles leer. Pakete, die geladen waren, wären jetzt auch nicht mehr geladen. Und man sieht, dass hier unten eine Rückmeldung angezeigt wird im unteren linken Fenster. Das heißt, wir fangen jetzt sozusagen jungfräulich an. Da ist weiter nichts passiert. Das heißt, würde ich Ihnen auch empfehlen, wenn Sie nach und nach immer mehr arbeiten, dann müllt das hier irgendwann zu. Irgendwann hat man keinen Überblick mehr. Und manchmal ist es ganz gut, einfach neu anzufangen. Gut, ja, das nächste, was ich Ihnen auch empfehlen würde, wenn Sie Sachen raussuchen, sich immer zu notieren, wo Sie das herhaben. Das das wird Ihnen oft so gehen, dass Sie irgendwelche Sachen finden, das eine super Darstellung ist im Netz, da gibt es eine ganz tolle Gemeinschaft von R. Sie werden das nach und nach beim Recherchieren alles rausfinden und es ist immer eine ganz gute Idee, das zu notieren. Da habe ich es her, wo man da auch nochmal nachgucken kann. Wenn man eine Tabelle erstellen will, dann braucht man natürlich auch irgendwelche Daten, die man auswertet. Ich habe jetzt hier mal diese Daten genommen. Das ist ein Datensatz, der in R schon mitgeliefert wird. Den verwende ich jetzt ganz einfach. Ich lade den mit Data. Ich kann jetzt, wie gesagt, den Cursor hier drin haben. Ich kann hier oben auf Run drücken oder ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich nehme Steuerung oder die Control-Taste, je nachdem, wie das bei Ihnen bezeichnet ist, und drücke gleichzeitig die Enter-Taste. Ist der gleiche Effekt. Es wird ausgeführt. Ne? Data. So, und hier sieht man jetzt in der globalen Umgebung, das ist noch nicht reingeholt, aber er weiß schon, damit passiert gleich was. Und jetzt nehmen wir mal einfach einen Befehl, wo wir uns so ein bisschen was von diesen Daten angucken können. Head heißt, zeig mir die ersten Datensätze davon. Na, das führe ich jetzt wieder aus mit Steuerung Enter. Und jetzt sieht man, das Ergebnis ist hier unten. Ich mache es mal ein bisschen größer. Na, wo haben wir es denn? Der zeigt uns jetzt hier die ersten paar Datensätze. Wir sehen, wir haben hier, das ist ähnlich wie in SPSS, wir haben hier einen Variablennamen, für jede Variable eine Spalte, für jede Person oder für jeden Fall eine Zeile. Was die Sachen jetzt hier inhaltlich bedeuten, ist für uns jetzt erstmal egal. Es geht ja erstmal um die Technik. Gut, das haben wir uns jetzt mal angeguckt und haben gleichzeitig damit auch den Datensatz tatsächlich geladen. Und das ist das Schöne jetzt hier im RStudio. Hier sehen wir jetzt, wir haben einen Datensatz geladen. Wir können das hier anklicken und dann zeigt er uns ein bisschen was mehr zu dem Datensatz. In dem Fall sehen wir, welche Variablen da drin sind. Wir haben es mit 60 Beobachtungen zu tun, 3 Variablen. Ich kann mir das aber auch ähnlich wie im SPSS im Dateimanager angucken, indem ich es hier anklicke. Dann ist das so eine ähnliche Darstellung, wie man gewohnt ist. Ich mache das mal wieder zu, weil man das in R eigentlich nicht so häufig braucht.
Gut, jetzt sehen wir hier nicht so viel. Gut, jetzt wollen wir eine Tabelle machen. Gut, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal diese Schreibweise hier gewählt. Was wollen wir machen? Erstmal sagen wir ihm, mit was wir das machen wollen. Und wir sagen, wir gehen bitte in den Datensatz, in die Variable sozusagen, in den Data Frame, Tools Growth. Und zwar dieses Dollarzeichen heißt, und zwar die Variable len. Ne? Hier haben wir ja so eine Variable, die len heißt. Und die würden wir gerne beschreiben. Also jetzt sagen wir erstmal, damit machen wir das und jetzt sagen wir hier, was wir machen wollen und das hier ist jetzt eine Schreibweise, das hier bedeutet, wir gehen jetzt erst, bitte geh ins Package, Psych, wir haben verschiedene Packages, die man laden kann. Wenn das bei Ihnen nicht drin ist, das Psych, können Sie einfach bei RStudio über Install das suchen, installieren und danach haben Sie es dann zur Verfügung. Ne? Und da in Psych, ich kann ja hier mal kurz anklicken, da gibt es eine Funktion, die heißt Describe, Entschuldigung. Und wenn man die benutzt man zum Beispiel so, wie ich es hier gemacht habe. Dann kann ich das jetzt wieder ausführen. Ich gehe jetzt mal hier nochmal da oben hin. Und wie man sieht, ist, man kriegt hier schon eine Tabelle. Ne? Hier stehen all mögliches Zeug, Variable, N, Mean, SD und so weiter. Aber genau das ist jetzt das Problem. Anders als im SPSS habe ich jetzt hier nicht eine schön gestaltete Tabelle, sondern ich habe einfach erstmal diese Information. Jetzt könnte ich natürlich anfangen, das in Zwischenspeicher tun, in irgendeinen Word oder was auch immer ich da bearbeite, reinkopieren. Ist aber ehrlich gesagt nicht gut. Ne? Macht viel zu viel Arbeit. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man, oder die Frage, die man in SPSS jetzt stellen würde, ist, wie kriege ich die Tabelle in meinen Bericht? In R beantwortet man das ein bisschen anders, diese Frage. Da fragt man nämlich nicht, wie kriege ich die Tabelle in den Bericht, sondern man sagt, wie kriege ich den Bericht um die Tabelle drumherum. Diese Frage wird uns gleich beschäftigen. Ich will aber dieses, was ich jetzt hier so hingeschrieben habe, nochmal genau das Gleiche nochmal machen, aber auf eine etwas andere Art, wie man es meistens im Netz findet und wie es eigentlich auch ganz pfiffig ist. Nämlich diese Schreibweise hier, das ist alles gleichwertig, was ich jetzt hier darstelle. Diese Schreibweise macht Sinn, wenn man einen Befehl aus dem Package vielleicht einmal nimmt. Wenn man das Package aber mehrfach benutzt oder auch verschiedene Funktionen eines Packages nimmt, dann macht es Sinn, dieses Package insgesamt zu laden. Ne, das macht man mit diesem Befehl hier, library psych. Wenn ich das jetzt lade, das tue ich jetzt mal, der Befehl wird hier angezeigt, was ich ausgeführt habe, und jetzt sieht man hier bei den Packages, das ist jetzt ausgewählt. Ne? In RStudio wird das dann angezeigt, welches Package ist geladen. Und das nächste, dann heißt, ich brauche das hier nicht immer davor zu schreiben. Ab da, wenn ich das einmal lade, kennt er alle Funktionen, die dieses Package zur Verfügung stellt. Das heißt, ich brauche nur noch dieses hier hinzuschreiben. Wenn ich das jetzt mache, dann passiert das gleiche wie hier oben. Ich mache aber noch ein bisschen einen anderen Schritt. Ich mache jetzt nämlich etwas, was in R auch üblich ist. Ich weise die Ergebnisse dieser Funktion einer Variablen zu, indem ich jetzt sage, ich erfinde etwas, das nenne ich Ausgabe. Das kann ich hier, wie ich das nenne, ist meine Sache. Ich habe es jetzt einfach Ausgabe genannt und dieses hier, das weist zu. Das kann man auch als Gleichheitszeichen schreiben. Üblich ist es aber, diesen Pfeil zu machen. Das Ergebnis dieser Prozedur, dieser Funktion, Entschuldigung, wird der Variablen Ausgabe zugewiesen. Und das mache ich jetzt mal. Run. Jetzt hier unten sehe ich den Befehl nochmal, der ausgeführt wird. Und jetzt sehe ich hier in der Umgebung, sehe ich, ach, jetzt gibt es noch was. Es gibt jetzt nicht nur den Datensatz, den ich eben gemacht habe, sondern es gibt hier noch etwas, was Ausgabe heißt. Warum heißt es Ausgabe? Klar, weil ich das so genannt habe. Ich kann mir das jetzt auch angucken wieder, indem ich hier klicke. Und da sieht man, ach, das ist im Prinzip so ähnlich wie die Tabelle. Ne? Hier, welche Variable ist es, wie viel das N, Mittelwert, Standardabweichung und so weiter. Und wenn ich das dann haben möchte sozusagen, nicht nur hier in der Umgebung, sondern so ähnlich wie ich das, ich zeige es hier nochmal, ich gehe nochmal hoch, so ähnlich wie ich das hier hatte, dann kann ich jetzt einfach, das erscheint jetzt erstmal nicht einfach, aber es hat alles seinen Sinn, das so zu machen. Jetzt kann ich hingehen und Ausgabe da hinschreiben, ja, und dann gibt er mir Ausgabe. Ne? Dann sagt er das, was in Ausgabe gespeichert ist, und das ist jetzt natürlich das Gleiche, was ich auch hier oben hatte, weil ich ja nichts anderes gemacht hatte als hier. Gut, wir haben immer noch genau das gleiche Problem wie vorher. Wie kriege ich da eine Tabelle raus? Eine Antwort darauf ist auch wieder, Sie sehen, das hier ist jetzt wieder ein anderes Package, Nitter, eine Funktion, und diese Funktion, da kann ich das, was ich hier als Ergebnis habe, kann ich da reinstecken und kann sagen, gut, jetzt mach mir noch mal bitte diese Tabelle und gib mir das mit dieser Funktion aus. Jetzt mache ich das. Und jetzt sieht man hier ein riesiges Durcheinander.
Aber man sieht, die Zahlen sind wahrscheinlich so ungefähr das gleiche. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich es größer ziehe. Die Darstellung ist jetzt, ne? Aber man merkt schon, jetzt sieht es schon ein bisschen so aus wie eine Tabelle. Bringt uns im Moment noch nicht wirklich weiter. Aber wenn ich dieses hier habe, wenn Sie das verstanden haben, was bisher passiert ist, dann arbeite ich nicht mehr, dann gibt es jetzt etwas, was RStudio uns auch wieder sehr, sehr vereinfacht im Vergleich wenn man, dazu, wenn man auf die grafische Nutzeroberfläche verzichtet. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nicht weiter mit einem ganz normalen R-Skript zu arbeiten. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Ne? Wir haben ganz normale R-Befehle geschrieben. Wir gehen jetzt mal hin und sagen, ich mache eine neue Datei auf. Ich wähle jetzt hier nicht R-Skript, sondern ich wähle R-Markdown. So, das mache ich jetzt. Ich sage jetzt hier einfach mal OK. Und jetzt bereitet mir RStudio schon einiges vor, was ein bisschen anders ist als das, was wir bisher hatten. Aber es ist alles verstehbar. Wir haben hier so einen grauen unterlegten Bereich. Und der graue Bereich heißt, hier kommen jetzt R-Befehle. So. Das heißt, ich kann jetzt mal hingehen und sagen, ich nehme jetzt mal das, was ich hier vorbereitet habe. Ich nehme alles, wo irgendwas gemacht wird, was er machen soll. Ich kopiere mir das einfach. Und ich nehme jetzt mal nicht diesen Bereich. Ich kopiere das mal in diesen grauen Bereich rein. So. Zack. Alles, was danach kommt, brauche ich jetzt im Moment erstmal nicht für unseren Zweck. Das lösche ich einfach mal. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben jetzt hier etwas vorbereitet von RStudio. Hier steht jetzt Title, kann man verstehen, hier soll ein Titel hin. Ne? Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Wir hatten ja schon einen vorbereitet. Kopiere ich rüber. Hier soll ich einen Titel reinmachen und der muss offensichtlich, hier sind so Anführungsstriche, muss offensichtlich in Anführungsstrichen stehen. Ja, dann machen wir das doch. Dann steht hier noch Output. Das lassen wir mal so, wie es ist. Ich füge noch was ein, damit man nachher auch sieht, von wem das ist. So, und ich denke mir jetzt schon, ja, wenn das in Anführungsstrichen sein muss, dann dieses hier wahrscheinlich auch. Das mache ich jetzt mal. Ich markiere das und wähle dann Anführungsstriche und er ist so pfiffig zu sagen, ach, das soll jetzt vorne und hinten sein. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder einmal Tippen gespart. So, das reicht jetzt erstmal für unsere Zwecke. Hier kann man noch viel mehr festlegen, müssen wir aber nicht. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt erstmal auch wieder eine ganz normale Textdatei. Wir haben jetzt den Vorteil, weil wir das nicht als R, sondern als RMD aufgemacht haben, also als Markdown-Dokument. Da weiß das die Darstellung hier in RStudio weiß schon, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich muss solche Sachen hier grau unterlegen, ich muss das hier jetzt weiter grün unterlegen und so weiter. Wir haben jetzt also hier erstmal eine Information. Wir haben dann hier etwas, was R machen soll. Und dann haben wir hier ganz normalen Text. Hier zum Beispiel ist eine Überschrift. Da würde ich jetzt zum Beispiel hinschreiben, Ergebnisse. Und dann kommt hier irgendein Text, da haben sie schon noch irgendwas vorbereitet, was man da hinschreiben kann. Ich will aber was anderes da stehen haben. Ne? Ich schreibe jetzt zum Beispiel hier hin, das ist ein Beispiel für eine Tabelle in einem Bericht. Punkt. So, das ist ein ganz normaler Text. Das sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen komisch aus, hier so mit Leiterchen. Vorhin habe ich gesagt, Leiterchen sind Kommentare. Und da müssen wir jetzt unterscheiden. Hier in dem Bereich, wo wir in R sind sozusagen, da ist ein Leiterchen ein Kommentar. In dem Bereich, wo wir im Text sind, heißt ein Leiterchen, hier ist eine Überschrift. So, warum so kompliziert jetzt? Das sieht jetzt ja nicht viel einfacher aus als vorher. Es sieht immer noch nicht viel hübscher aus, aber jetzt kommt's. Jetzt können wir hier, vielleicht sollten wir es erstmal speichern. Ne? Wir speichern das jetzt erstmal. Und zwar unter der Bezeichnung. So, ich mache das, ich habe mir das so angewöhnt in meinen Dateinamen, da kommt dann immer das Datum mit dran. 02, was haben wir heute? 18. Gut, ne? So, und jetzt sehen wir hier, die Datei hat jetzt einen Namen, die hat jetzt hier RMD. Und jetzt kann ich hingehen und das machen, warum das ganze Ding Knitter heißt. Ich kann es nämlich mir einen Bericht stricken. Ich kann es knitten, ich gehe hier hin und sage, ich möchte das gerne, das, was ich jetzt hier habe, meinen Text, und meine Ergebnisse als HTML ausgegeben kriegen. Das machen wir jetzt mal. Das dauert ein bisschen, das sehen wir hier unten, da tut wieder ganz schön viel. Dann kommt ein Fenster und was sehen wir hier? Hier ist das, was ich als Überschrift hatte. Dann kommt hier mein Autor, dann kommt das, was ich als Überschrift hier, also als Titel, Entschuldigung. Jetzt kommt hier Überschrift, Ergebnisse, dann kommt das, was ich als Text eingegeben habe.
Dann kommt was grau unterlegtes, das will ich normalerweise natürlich im Bericht nicht haben. Ich habe es jetzt hier mal drin. Ich zeige auch gleich, wie man das wegkriegt. Und jetzt kommen hier die Tabellen. Wir hatten ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Tabellen darstellen kann. Haben das auf 2 Arten hier ausgegeben. Das sieht natürlich nicht aus wie eine Tabelle. Aber jetzt kommt dieses, was wir als letzten Befehl hatten, dieses Knitr-Cable-Ausgabe. Und hier sieht man, ui, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf, weil das ist ja immer wahrscheinlich für Sie jetzt noch nicht so überzeugend. Deswegen tue ich jetzt mal alles, was wir nicht brauchen, tue ich jetzt mal weg. Ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass ich ein bisschen mehr sehe. Ja, ich würde es gerne größer machen. Mein Rechner braucht noch ein Momentchen. Aha, jetzt haben wir es. So, ich möchte hier nicht mehr die Befehle sehen. Also alles, was hier rmlist und so, ich habe es schon zugemacht, und so, das möchte ich nicht mehr sehen. Ich brauche auch nicht mehr dieses Head, das machen wir mal weg. Ich mache jetzt einfach mal einen Kommentar draus. Ich brauche auch nicht mehr die Tabellen, die nicht so schön dargestellt sind. Da mache ich auch einen Kommentar draus, soll also nicht ausgeführt werden. Die Psych-Library soll geladen bleiben. Ich möchte auch weiterhin sagen, diesen Datensatz auswerten und das der Ausgabe zuweisen, aber ich möchte Ausgabe nicht mehr sehen. Brauche ich auch nicht, weil ich habe das ja hier. Ne? Ich habe ja Knitr-Cable. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Jetzt sieht es gleich schon ein bisschen mehr aus wie ein Bericht. Und ich sage mal, ich möchte es nochmal als HTML haben. Führe das nochmal aus. Jetzt sieht es schon deutlich übersichtlicher aus. Ne? Ich habe hier den Titel, ich habe hier den Autor, Ergebnisse als Überschrift, dann kommt irgendein Text, der was erklärt und dann kommt etwas, was schon mal echt eine Tabelle ist. Aber hier steht natürlich, Sie merken, es ist jetzt nicht wirklich schön, man kann da noch viel dran rumbasteln oder man kann mit relativ einfachen Mitteln eine schöne Tabelle draus machen. So, trotzdem, für den Anfang soll das jetzt fast reichen. 2 Sachen zeige ich noch. Nämlich erstmal sage ich, ich möchte gar nicht alles sehen von Ausgabe. Weil, nochmal zurück, hier Trimmed und Met und Min, Max, Range, das will ich vielleicht alles gar nicht haben. Ich will vielleicht nur die ersten 4 Spalten haben. Ich möchte nur die Fallzahl, den Mittelwert und die Standardabweichung, das reicht mir vielleicht als Information. Dann gehe ich einfach hin und sage, gib mir nicht Ausgabe insgesamt aus, sondern nur ein Teil davon. Ne? Ich möchte jetzt von Ausgabe, jetzt mache ich eine eckige Klammer und RStudio ist so schlau, gleich 2 zu machen, weil wenn man eine Klammer aufmacht, macht man sie auch meistens wieder zu. Jetzt muss ich ihm sagen, welche Zeilen möchte ich sehen. Und da schreibe ich gar nichts rein, weil ich alle Zeilen sehen möchte. Dann mache ich ein Komma und jetzt kommen die Spalten und ich habe eben gesagt, ich möchte erst die erste Spalte bis zur 4. Spalte haben. Gut, jetzt knittern wir das nochmal. Und hier sieht man jetzt, aha, jetzt sieht es schon übersichtlicher aus. Gut, es ist noch nicht richtig schön, aber es ist immerhin eine Tabelle in einem Bericht. Und das Schöne ist, wenn sich die Daten ändern, brauche ich nicht den ganzen Bericht neu zu schreiben. Ich brauche nicht über einen Zwischenspeicher irgendwas irgendwo hin zu kopieren. Und das nächste Schöne, das war die zweite Sache, die ich noch zeigen wollte, ist, ich kann das nicht nur als HTML knittern, sondern ich kann jetzt auch sagen, ich möchte es auch als PDF haben. Gehen wir mal auf PDF. Dazu braucht man Pandoc sowieso, man braucht auch noch ein LaTeX auf dem Rechner, damit das funktioniert. Wenn man RStudio installiert hat, sollte das alles da sein. Falls nicht, einfach nachinstallieren. Gut, jetzt gucken wir uns mal unseren Bericht in PDF an. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man auch was sieht. No, und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ist natürlich jetzt noch so, das X1 spricht nicht so viel und dieses VARS1 nicht so. Das ist dann alles, was man nachbearbeitet. Da können Sie sich auch mal die Dateien angucken, die ein bisschen mehr Informationen enthalten und ein paar Tricks mehr, wie man auch die Sachen dann noch gestalten kann. Aber was Sie jetzt gelernt haben, ist, wie kann man relativ einfach einen Bericht in R so machen, dass die Tabellen gut lesbar sind und dass sie in einem Bericht eben sind. Und sich natürlich, wenn ich hier andere Daten eingebe oder am Datensatz ändert sich irgendwas, weil ich jetzt gemerkt habe, ich habe jetzt hier doch noch ein paar Meerschweinchen noch nacherhoben, noch 10 Meerschweinchen dazu. Der Datensatz wird vielleicht größer. Ich brauche dann dieses hier nur noch mal neu zu knittern mit den neuen Daten und die Tabellen sind so, wie sie sein sollen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es geholfen hat.